Das hier ist ein Erifizierer. Das kann aber auch einer sein. Das wirklich funktioniert und warum man so einen Quatsch machen sollte, ich zeig's euch. Aber erstmal, was ist überhaupt Erifizieren und warum macht man das eigentlich? Ganz einfach gesagt, beim Erifizieren macht ihr Löcher in den Boden. Entweder mit solchen Spikes, die können kurz sein, die können ein bisschen länger sein, die können hohl in der Mitte sein oder sie können durchgängig sein, so wie hier. Oder ihr nehmt eine Bohrmaschine oder einen Akkuschrauber, so wie wir es heute machen. Aber warum eigentlich? Der Grund ist relativ klar, ihr wollt Löcher in den Boden machen. Nee. Doch. Mhm. Ja. Es kann verschiedene Gründe haben, warum ihr das machen wollt. Vielleicht ist euer Boden sehr verdichtet. Das heißt, beim Starkregen bleibt das Wasser vielleicht auf eurem Rasen stehen und versickert nicht gut. Oder ist einfach so verdichtet, dass der Rasen nicht gut wurzeln kann. Das ist mein Grund, warum ich das heute mache. Zusätzlich natürlich können Nährstoffe, Wasser durch die Löcher viel weiter in den Boden und weiter auch zu den Rasenwurzeln. Das macht es dem Gras einfacher, die Nährstoffe aufzunehmen. Und bis in die Tiefe kriegt ihr eure Nährstoffe, euer Wasser, Sauerstoff, alles viel besser rein, als wenn da eben keine Löcher wären. Manche sagen, Erifizieren ist eine Pflegemaßnahme, die man macht der Kollege hier seinen Bohrhammer an. Ich glaube, es geht los. Manche sagen, Erifizieren ist eine Pflegemaßnahme, die man regelmäßig machen sollte. Manche nehmen es nur, wenn es wirklich notwendig ist, wenn man irgendwo was ausbessern muss. Sinnvoll ist es auf jeden Fall. Löcher in den Boden. Wasser kann versickern, Nährstoffe können versickern, Sauerstoff kommt an die Wurzeln. Hat auf jeden Fall Vorteile für euren Rasen. Bei mir ist es so, ich habe eine Stelle hier in meinem Rasen, da ist der Boden unheimlich schlecht und unheimlich verdichtet. Da ist mir bei der ersten Hitzewelle alles direkt abgestorben, obwohl es genauso viel Wasser gekriegt hat wie der Rest vom Rasen, wie zum Beispiel der hinter mir, der noch gut aussieht. Einfach weil der Boden dort so dicht ist, dass das Wasser nicht richtig versickern kann, dass gleichzeitig der Rasen keine gute Wurzeln ausbilden kann. Und an der Stelle wollen wir jetzt erifizieren. Ab geht's. Und warum nehme ich den Akkuschrauber? Deswegen. Ich komme hier nicht mal bis ganz in den Boden rein mit meinen Spikes. Also nehmen wir jetzt mal den Akkuschrauber dafür. Ich nehme jetzt einfach mal einen 12er Holzbohrer dafür und denkt dran, wenn ihr Akkuschrauber oder Bohrmaschine benutzt, ihr müsst zweimal drücken vorher. Man kann es an den Würstchen hier schön sehen. Das ist ein sehr lehmiger Boden bei mir. Warum habe ich das jetzt mit dem Akkuschrauber gemacht? Der Vorteil gegen meinen kleinen Erifizierer mit Vollspoons ist, der Bohrer ist deutlich länger. Der Bohrer ist deutlich größer. Aber das Hauptproblem war, ich bin mit den Spikes einfach nicht gut reingekommen. Denn so Spikes verdrängen natürlich nur die Masse. So ein Bohrer holt das ganze Material aus dem Loch. Vom Prinzip her ähnlich, wie es ein Erifizierer mit Hohlspoons auch machen würde. Der würde auch natürlich leichter reingehen, weil er die Masse nicht so sehr verdrängt und würde das ganze Material rausholen. Ich habe aber keinen mit Hohlspoons, also habe ich den Akkuschrauber genommen. Könnt ihr natürlich genauso mit einer Bohrmaschine machen. Macht man das, um einmal seinen kompletten Rasen zu erifizieren? Nee, natürlich nicht. Wäre ja den ganzen Tag beschäftigt. Bei mir war das jetzt ein halber Quadratmeter, da kann man das mal schnell machen. Da ist das eine absolut vollkommen okay Lösung. Sieht es ein bisschen seltsam aus, da zu knien und mit dem Akkuschrauber in den Boden zu bohren. Jo, aber bringt's was hinterher? Ich denke schon. Der größte Vorteil meiner Meinung nach ist aber, dass ein Akkuschrauber oder eine Bohrmaschine in fast jedem Haushalt zu finden sind. So ein Erifizierer gehört halt eben nicht zur Grundausstattung für jeden, der einen Garten hat, wie so ein Rasenmäher oder so. Und sich dann extra einen anzuschaffen, weil man vielleicht einfach nur einen Quadratmeter machen will, lohnt sich nicht. Aber so ein Akkuschrauber oder eine Bohrmaschine hat doch mit Sicherheit jeder zu Hause. Und dann macht man es eben über den Umweg. Im nächsten Schritt müssen Sie erstmal die ganzen Würstchen weg, die ich da rausgegraben habe. Und dann füllen wir die Löcher mit Quarzsand auf. So, der Sand ist drauf. Als nächstes kommen noch ein paar Samen und dann decken wir das Ganze mit frischer Rasenerde ab. Immer nicht vergessen, die Fläche einmal kräftig anzutreten oder anzuwalzen. Ich habe zum Verteilen heute mal hier einfach die Rückseite von diesem alten Rechen genommen. Es muss nicht immer der Rasenrake sein. Einfach nur mal, um zu zeigen, es geht auch anders. Jetzt müsst ihr die Fläche nur noch feucht halten, damit die Rasen schön keimen können. Aber wenn ihr dazu mehr wissen wollt, empfehle ich euch dieses Video da. Das ist ziemlich gut.